Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reifen-Review-Video. Und zwar im letzten Review des Michelin Scorcher Adventure ist es ja darum gegangen, dass ich in Sardinien nach 5000 Kilometern einen neuen Reifen gebraucht habe. Und dann komme ich hin, will eigentlich den Michelin Road 6. Er hat aber gemeint, es gibt den neuen Michelin Anikei Road, der ist eigentlich besser für dein Bike. Also quasi ein für Big Enduros Straßenreifen, so wie auf der Website beschrieben ist. Und ich habe gesagt, passt Michelin, alles für mich in Ordnung. Straßenreifen passt für mich auch primär vom Fokus. Hab nicht vor, grob Offroad zu fahren und ich sage immer auf Schotter und auch auf so ein bisschen gröberen Straßen kannst du alles mit Straßenreifen fahren. Keine Sorge, dementsprechend kein Ding. Passt. Reifen geholt und gehalten hat er, ohne lang um den heißen Brei rumzureden, knapp 8000 Kilometer. Es war wirklich toll. Gefahren bin ich damit von hier nach Italien, dann Griechenland und gehalten hat er noch Albanien und in Montenegro muss ich ihn wieder tauschen. Hinterrad war durch, Vorderrad habe ich tatsächlich noch immer drauf. Dementsprechend machen wir so eine grobe Einschätzung. Ich muss wirklich auch sagen, Michelin keinesfalls enttäuscht. Der Reifen hat perfekt abgeliefert in allen Lebenslagen. Sonnenschein, Regen, Hitze, bis zu 41 Grad im Schatten, 43 Grad im Schatten hat es an einem Tag gehabt. Also abartig. Mega Grip gegeben, mega Spurstabilität, wahnsinns präzises Einlenkverhalten. Also besonders im Verhältnis zu einem abgefahrenen, schon kippeligen Reifen davor war der einfach neu aufgezogen. Ich bin auf die sardinische Piste gegangen und das war einfach 1000% gewonnenes Einlenkverhalten. Also auch in starker Schräglage hast du einfach noch super präzise justieren können. Das hat mir wirklich riesen Freude gemacht. Dementsprechend Hinterrad hat perfekt Grip gegeben. Null Probleme bei Spurlinien, bei Abbiegestreifen, bei Nässe, bei sonst was. Genau, und im Balkan ist ja der Asphalt sehr schmierig. Also falls ihr jemals in die Richtung kommt, genau Albanien, Griechenland und Montenegro ist tatsächlich schon besser geworden. In diesen Ländern ist der Asphalt in der Regel super abgefahren und oft auch durch Kalksteine einfach so eine richtig glatte, schmierige Oberfläche. Du spürst es auch mit den Schuhen, wenn du da drauf stehst, dass er einfach schmierig ist. Deshalb Vorsicht. Ich würde sagen, ich habe ungefähr 5 Tage gebraucht, um mich dran zu gewöhnen und bin da entweder sehr gemütlich gecruised oder doch schon einigermaßen geschmiert auf allen Rädern, die einem zur Verfügung stehen. Es hat Spaß gemacht, es ist nicht wirklich vernünftig, ich würde es wirklich keinem empfehlen und ich würde auch sagen, du kannst so maximal 60% der Schräglage ausnutzen und du hast natürlich keine Option mehr auf Notbremsung oder keine Option auf verrückte Verkehrsmanöver wie reindrücken oder so, dass du noch was rausholst, dann ist das Vorderrad einfach weg. Deshalb kein besonders smarter Plan, aber irgendwann hat man halt einfach wirklich Bock gehabt, auf einer denkbar guten Straße einfach ein bisschen Stoff zu geben. Da hat auch der Reifen perfekt abgeliefert, aber dort kann kein Reifen überhaupt performen, weil das Asphalt einfach zu schlecht ist. Ich finde, er hat mich trotzdem extrem zufriedengestellt. Er war perfekt. Und dann bei 8000 Kilometer, gerne die genaue Zahl für euch hier eingeblendet, war dann der Hinterreifen durch. Der Vorderreifen hat jetzt noch knapp 3 mm. Ich will sie eigentlich noch zu Ende fahren. Es gab in Slowenien diese eine Situation. Ich sag's euch Leute, wenn tatsächlich der Klassiker, du hast nur eine Kurve nach rechts und die ist auch gar nicht stark und du bist in Slowenien und du hast Slowenien, weil irgendwas geht immer schief in Slowenien, ist die Statistik. Bei mir, von mir aufgestellt, auch mit der Freundin, echt, entweder mit einem Traktor oder Sand oder schmierig oder Dreck oder Stroh oder jemand kommt auf deiner Spur dir entgegen, immer Slowenien. Und die Straßen sind ja eigentlich gut und haben einen guten Grip, deshalb extra gefährlich. Also ich fahre in Slowenien, hier Rechtskurve und genau in dem Moment blendet die Sonne, aber der Winkel war nicht besonders stark und ich dachte mir schon, was kann passieren in dieser einen Rechtskurve. Dreckscheiß für Slowenien halt. Jedes Mal. Ich denke mir immer, boah geil. Und dann denke ich mir, oh scheiße. Hardcore, echt Hardcore. Genau in dieser Rechtskurve war genau auf der Spur, wo ich gefahren bin, Rollsplit und zwar echt eine Menge. Ich bin vorbeigefahren und kein Witz, das Vorderrad ist echt einen halben Meter wahrscheinlich nach links gerutscht, so weit, dass tatsächlich mein rechter Arm vom Gasgriff abgerutscht ist.
genau, irgendwie hat der Vorderreifen aber Grip gehalten und deshalb Michelin Energy Road, fahrt ihn. Weil ich habe ihm viel zu verdanken. Danke, Michelin Energy Road, dass du den Grip noch gekriegt hast. Vorderrad hat wieder Grip bekommen, ich war wieder da und dachte mir noch, shit, das wär's doch gewesen. Da fährst du knapp 7.000, 8.000 Kilometer auf dem Balkan und dann bist du wieder zurück in Slowenien, hast eine Freude und dann ist da Rollsplit in der Kurve, du hast alles gehabt, Ziegen, Menschen, Öl, Rollsplit, Kühe, was Schildkröten habe ich sogar auf der Straße gehabt, genau alles, also Sand, Kies, große Felsen, kleine Felsen, alles war auf der Straße und genau dann in Slowenien rutschte das Vorderrad weg. Das ist übel gelaufen. Like und Abo da lassen, aufpasst auf jeden Fall. Deshalb, toller Reifen, ich will ihn auf jeden Fall wieder kaufen, weil habe ich jetzt den Metzeler Tourance Next 2 Hinterreifen. Bin sehr gespannt, bisher auch alles perfekt, super eingefahren. Er schaut irgendwie ein bisschen härter aus und ich würde sagen, er hat eine längere Lebensdauer bzw. höhere Laufleistung. Bin sehr gespannt, will aber eigentlich beim Vorderrad einfach wieder den Energy Road jetzt drauf, weil besonders nach dem Erlebnis habe ich auf härteren Gummi gar keinen Bock. Vertrau dem, was man kennt. Passt, das war's. Also geiler Reifen, Expected Lebensdauer, Hinterrad mit meinem Fahrstil 8.000 Kilometer, Vorderrad wahrscheinlich 10.000 bis 11.000. Je nachdem, wie weit man sich dem Indikator annähern will. Ich lege immer allen nur ans Herz. Beim Vorderrad auch lieber früher wechseln, weil wenn im Regen am Hinterrad kein Grip, wegen Feuchtigkeit und keine Spurrille mehr auf dem Reifen, keine Profiltiefe mehr auf dem Reifen, dann egal. Aber wenn am Vorderrad kein Bodenkontakt, schlecht. Also passt auf euch auf, immer schön Reifen wechseln, ist was Gutes und Vorsicht bei Michelin, der Indikator bei 0,8. Das heißt, wenn ihr am Indikator seid, seid ihr schon längst illegal. Auch ein bisschen frühzeitiger wechseln. Also für euch hier noch ein paar Eindrücke vom Reifen, wie er ausgeschaut hat jetzt. Tschüss.